Hallo, ich bin die Birgit Schwegler. Ich bin seit 16 Jahren jetzt Geschäftsführerin der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe. Das ist eine Einrichtung vom Landkreis Karlsruhe, 3 regionalen Stadtwerken und kommunaler Klimaschutzverein, in dem alle 32 Kommunen beteiligt sind. Durch die Festlegung nachhaltig bauen als Schwerpunktthema im Kreistag wurde auch beschlossen, einen Wettbewerbsantrag bei der Holzbauoffensive vom Land Baden-Württemberg zu stellen. Wir haben diesen Wettbewerb gewonnen und haben über 2 Jahre jetzt Fördermittel bekommen, um das Thema nachhaltig bauen und sanieren in die Kommunalverwaltungen zu tragen. Wir haben in diesem Zuge viele Verwaltungsmitarbeiter sensibilisiert auf dieses Thema und wir haben aber auch Best-Practice-Beispiele in der Region gesucht, die wir aufbereitet haben und die wir dann auch zeitnah in einer Ausstellung präsentieren wollen. Und eines dieser Best-Practice-Beispiele, das ist die Kleiststraße hier in Bretten. Wir konnten die Städtische Wohnungsbaugesellschaft gewinnen, dieses Projekt in nachhaltiger Bauweise zu erstellen. Und das erste Gebäude ist jetzt erstellt worden und jetzt werden wir das zweite auch noch begleiten. Wenn das Projekt fertig ist, sind es 2 Gebäude mit 3 Hauseingängen. Also das Gebäude 4, 4-1 und die 6. Und wir haben jetzt aber begonnen, von hinten nach vorne zu bauen. Das heißt, wir haben mit dem Gebäude 6 begonnen. Die Kosten haben wir vorher untersucht. Wir haben dann herausgefunden, dass uns diese Holzbauweise wahrscheinlich, also kalkuliert, etwa 10% mehr kosten werden wie eine herkömmliche Bauweise. Also was bedeutet denn überhaupt nachhaltig bauen? Nachhaltig bauen, das sind viele Komponenten. Einmal natürlich, dass wir Materialien einsetzen, die wir wieder in den Kreislauf bringen. Das bedeutet aber auch, weniger Technik einzusetzen, gezielt Technik, also das unter dem Fachwort Low-Tech. Wichtig zu wissen ist, dass in unseren Gebäuden rund 40% der weltweiten CO2-Emissionen stecken, also insbesondere in der Herstellung. Und dann ist es auch wichtig, dass wir diese Gebäude erhalten und nicht zu früh abbrechen. Viele Gebäude werden nach 20 Jahren schon wieder abgebrochen und es ist extrem wichtig, dass wir heute so bauen, dass wir auf alle Fälle Gebäude 50 Jahre und älter eben betrachten. Die Regionalität ist auch ein wichtiger Aspekt beim Bauen. Deutschland ist der drittgrößte Holzexporteur im Bereich Rundhölzer und zugleich aber auch drittgrößter Holzimporteur für Rundhölzer. Es ist extrem entscheidend, dass wir heute Baumaterialien aus der Region einsetzen. Wir als UEA setzen uns dafür ein, dass im Landkreis das Label Holz von hier stärker eingesetzt wird. Bei verschiedenen Bauvorhaben haben wir das schon erreicht. Uns wäre aber wichtig, dass die öffentliche Hand grundsätzlich sagt, ja, wir setzen dieses Label ein, weil wir wollen natürlich Materialien, die aus der Region sind oder mindestens eben aus Europa und nicht weltweit importiert werden. Dass wir uns für Holz entschieden haben, war eigentlich eher pragmatisch. Man muss dazu sagen, die Kleiststraße ist generell eine Sackgasse, eng bebaut und da war erstmal der Gedanke, wie bekommen wir eine schnelle Bauzeit hin. Wir sind dann relativ schnell auf vorgefertigte Elemente gekommen. Dann waren wir bei Holzständerbauweise und dann haben wir irgendwann für uns entschieden, ja gut, dann lass uns doch das gleich komplett richtig machen, komplett nachhaltig und wir gehen auf Vollholzwandelemente. Ja, bei der Werksbesichtigung im Kinzigtal bei der Firma Rombach wurde uns dann auch deutlich die Bauweise der Wände erklärt, dass hier keinerlei Leim zum Einsatz kommt, sondern dass die einzelnen Holzbalken alle nur mit Hartholz, also Buche, Schrauben verbunden werden. Auch die Deckenelemente, also alles wird vollkommen leimfrei zusammengebaut. Auf der Baustelle werden nur, was wirklich statisch erforderlich ist, an Schrauben dazugenommen oder Metallteile, die zur Verbindung noch eventuell zur Aussteifung erforderlich sind. Dabei hat man auch festgestellt, es muss nicht die Qualität 1A sein, sondern es kann auch durch Schadholz gebaute Wände kann man durchaus sehen und auch drin wohnen. Die Zusammenarbeit mit der Umwelt- und Energieagentur Karlsruhe war wichtig und sehr kooperativ. Gerade eben, wenn es um die Themen geht des nachhaltigen Bauens, wurde man dort natürlich da sehr unterstützt. Der Leitfaden Nachhaltig bauen beinhaltet verschiedene Punkte. Zum einen die Energieeffizienz, die betrachtet wird, aber weiterhin geht es hauptsächlich um die Prozessbegleitung im Gesamten. Das heißt, dann werden auch unter anderem gesundheitliche Aspekte betrachtet. Es werden ökologische Betrachtungen der Bauteile gemacht. Das ganze System wird bepunktet, je nach Rubrik. Im Gesamten kann man 1000 Punkte erreichen. Zielpunkte im
Bereich beginnen bei 750 Punkte. Je nachdem, wie konsequent das Projekt umgesetzt wird, kann die Punktezahl auch erhöht werden und je besser natürlich, umso mehr Punkte man erreicht. Bei der Gleisstraße wurde der NMB in einem modifizierten System angewandt. Die Zielsetzung wurde nicht so hoch gesetzt, da es ja hier um ein Modellprojekt geht. Die Betrachtung wurde hauptsächlich auf den Bereich Außenbauteile, Außenwände, Decken und Dach bezogen, das hier in diesem Projekt auch komplett mit Holzbaumaßnahmen umgesetzt wurde. In Teilbereichen, auch von der Lage her, konnten nicht die optimalen Punkte ausgereizt werden, aber es ist so, dass man im Zuge dieses ganzen Systems ca. auf 640 Punkte kommen kann und das werden wir so auch umsetzen. Mit dem Leitfaden Nachhaltig bauen wurde auch die Lebenszyklusbilanzierung über die Bauteile durchgeführt und so konnte nachgewiesen werden, dass im Vergleich zum massiven Bauwerk die CO2-Einsparung über die Erstellung, Herstellung oder auch für die Verarbeitung bis hin zur ressourcenschonenden Entsorgung nachgewiesen, dass CO2 eingespart werden konnte. Bereits im Vorfeld wurde für die Gleisstraße die energetische Bilanzierung durchgeführt. Es konnte nachgewiesen werden, dass wir eine Effizienz aus 55 erreichen. Somit konnten auch Fördergelder vom Bund generiert werden. Wir haben dann den Treppenhausturm betoniert. Den brauchen wir aus statischen Gründen. Und dann links und rechts vom Treppenhausturm wurde dann in Holzvollbauweise nach oben gebaut. Obendrauf ein Flachdach, leicht geneigt, und da obendrauf kommt natürlich auch eine Photovoltaikanlage zum Zuge, die hauptsächlich dann für die Energieversorgung des Gebäudes benötigt wird. Sodass wir einmal von der Stromerzeugung regenerativ unterwegs sind, aber auch was die Wärmeerzeugung angeht, da ein kleines Wärmenetz mit dem Wandweg 1, 3, 5 und 7 geschaffen haben. Und dieses kleine Netz wollen wir dann auch an das Gesamtnahwärmenetz der Stadtwerke anschließen. Zum Beispiel auch hier das technische Rathaus oder die Gebäude hier in der Hermann-Beudemüller-Straße bis hoch zum Krankenhaus auf dem Rechtberg, aber der Steiner Pfad. Hier in Bretten gibt es schon mehrere kleinere Nahwärmenetze und die wollen wir alle miteinander verbinden, sodass wir dann ein großes Nahwärmenetz in der Kernstadt aufbauen. Und davon profitieren natürlich auch all diejenigen, die dann wieder entlang dieser Wärmenetzverlegung liegen. Durch so ein Nahwärmenetz spart man natürlich dann auch Raum, den man dann wieder für Wohnzwecke nutzen kann, weil man braucht nicht so viel Technik im Gebäude. Der Wärmetauscher, der da notwendig ist, der ist deutlich kleiner, als wenn man einen Gaskessel oder einen Ölkessel reinbauen müsste. Das ersparen wir uns da alles, sodass wir dann auch den gewonnenen Platz dann für mehr Wohnraum nutzen können. Nachhaltig bauen bedeutet auch, dass wir uns das Thema Gesundheit natürlich annehmen, weil die größten Emittenten sind die Baustoffe in unseren Innenräumen. Und wenn wir uns überlegen, dass wir 90% uns in Innenräumen aufhalten, ist es einfach wichtig, dass wir natürlich gesunde, schadstofffreie Materialien einbauen. Und das wurde in der Gleisstraße auch vorbildlich natürlich umgesetzt. Unter der Betrachtung auch der Low-Tech wurde versucht, auch die Gebäudetechnik so schmal als möglich zu halten. In Bezug der Lüftung bedeutet dies, dass auf eine herkömmliche große Lösung mit Lüftungsanlage verzichtet wurde. Es wurde eine Abluftanlage eingebaut, da der Feuchteschutz bereits durch die Materialisierung, sei es Holzwände und sichtbare Bauteile, schon geregelt wird, sodass Holz Feuchte aufnimmt und auch abgibt. Somit war auch die große Lösung der Lüftung nicht mehr notwendig und es konnten Kosten gespart werden. Und ich denke, man merkt es auch direkt, wenn man ins Haus reinkommt. Gegenüber dem herkömmlichen Neubau ist es einfach eine ganz andere Atmosphäre, ganz andere Luft, die von Anfang an schon während der Rohbauphase da drin ständig war. Die Gleisstraße 6 haben wir fertiggestellt im Dezember und die ersten Mieter sind dann direkt am 1. Dezember 2024 eingezogen. Die Mieter sind dadurch positiv überrascht gewesen. Also auch die haben das so wahrgenommen wie ich. In der Wohnung selbst, das fühlt sich einfach wohlig an. Also das Besondere an dem Projekt ist, dass man sozialen Mitwohnungsbau auch mit nachhaltigem Bauen verbinden kann. Für mich ist das schon ein Highlight, dass uns das da an der Stelle gelungen ist. Ich bin da auch dem Aufsichtsrat dankbar, dass er diesen Weg mitgegangen ist, weil es für uns auch Neuland war. Und immer wenn man Neuland beschreitet, dann halt auch mit gewissen Risiken das Ganze verbunden ist. Also mit der Erfahrung der Gleisstraße kann man jetzt sagen, für uns zeigt sich, dass man mit konsequenter Umsetzung des Leitfadens, also diese ganze Prozessbegleitung, ein Gebäude, das energetisch sowie auch
ökologisch und auch in der gesundheitlichen Betrachtung ein super Gebäude ist, kostenneutral oder auch so gut als möglich kostenneutral umgesetzt werden kann. Und das, finde ich, war ein gutes Beispiel an der Gleisstraße, dass man da das Ganze mal auch probiert hat und das Optimale in diesem Rahmen auch da rausgeholt hat. Ja, grundsätzlich hoffen wir und wünschen wir uns, dass wir durch diese beiden Projekte die Menschen ein bisschen sensibilisieren können, in Zukunft mehr über nachhaltiges Bauen nachzudenken und auch, dass wir einfach mehr in dieser Richtung tun müssen als bisher. Ja, wir haben uns selber als die Stadt Bretten das Ziel gegeben, bis 2035 klimaneutral, bilanziell klimaneutral zu sein. Das ist eine große Herausforderung. Wichtig dabei ist aber auch, dass wir uns auf den Weg machen und dass wir das auch ernsthaft verfolgen. Da ist zum Beispiel eben das klimaneutrale oder das klimaressourcenschonende Bauen ein wichtiger Aspekt, aber nicht nur, sondern auch die Nutzung von erneuerbaren Energien, sei es Tiefengeothermie, Fernwärme, sei es Photovoltaik und auch Windkraft werden da ganz wichtig. Und was wir schon seit 20 Jahren machen, was gar nicht so bekannt ist, dass wir die Abwärme nutzen aus dem Abwasser. Ich denke, die Umwelt- und Energieagentur hat da wertvolle Impulse dazu gegeben. Ohne die UEA, glaube ich, hätten wir uns auf diesem Weg nicht gewagt. Da haben wir wirklich großartige Unterstützung bekommen in den Vorüberlegungen, auch in der Begleitung des ganzen Projektes hat uns die UEA wirklich gut unterstützt und ja, einfach wichtige Aspekte damit eingebracht, sodass wir überhaupt den Mut hatten, da ranzugehen. Wir werden Workshops anbieten, Vorträge zum Thema nachhaltig bauen. Wir werden aber auch Beratungen anbieten und die Kommunen können mit ihren Projekten kommen und wir werden sie dort umfangreich beraten. Und zum Schluss noch ein Statement meinerseits. Das kommt nicht von mir, das kommt von der Frau Dr. Professor Annette Busse vom KIT in Karlsruhe. Deutschland ist gebaut. Lassen Sie uns an den Bestand rangehen, dass wir den sanieren und so wenig wie notwendig einen Neubau schaffen. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Vielen Dank.